Hast du dir schon mal den Kopf zerbrochen, wie andere ihre Teile magnetisch verbinden? Ja? Heute zeige ich dir meine Methode. Einfach, präzise und sicher. Let's go! Willkommen bei D-Style Art. Heute zeige ich euch, wie ich meine Magnete an meinen Projekten befestige. Dafür habe ich heute diese Hulk-Bust mitgebracht. An der werde ich euch zeigen, wie ich den Kopf mit Magnete an den Torso befestige. Ihr seht, dass der Kopf sowie auch der Torso an der Stelle, wo Magnete rein sollen, ein passendes Loch haben. Falls ihr nicht wisst, wie man das macht, das könnt ihr in meinem ersten Teil meiner Master-Serie sehen, wo ich dieses große Projekt vom Hulk gestartet habe. Da habe ich es auch gezeigt, wie ich die Löcher mache. In dem Kopf vom Hulk werden wir 10 mm Magnete einsetzen. Das Loch selber im Kopf vom Hulk ist 10,5 mm groß, also ein Ticken größer als der Magnet selbst. Was euch sicherlich sofort auffällt ist, obwohl das Loch im Kopf vorhanden ist, man immer noch die Stützen von dem Gitter im Kopf sieht. Die müssen wir aber erstmal entfernen, damit wir den Magneten tief genug ins Loch bekommen. Dafür verwende ich oft mehrere Werkzeuge. In den meisten Fällen so einen feinen Seitenschneider. Damit bekommt man meistens schon 80% weg. Aber in diesem Fall sind Stützen genau auf der Ecke dran. Also komme ich ganz schlecht mit dem Seitenschneider dran. Also schleife ich das mit meinem Multitool einfach weg. Natürlich denkt immer dran, wenn ihr das Zeug schleift, dass ihr schön eure Maske aufsetzt, damit ihr das nicht einatmet. Nachdem wir das Loch komplett bearbeitet haben, checken wir nochmal nach, ob der Magnet auch wirklich da reinpasst. Falls ja, machen wir das Modell kurz sauber und dann geht's schon ans Eingemachte. Also ich mache das immer gerne so, ich nehme so einen ganzen Stapel Magnete. Das ist auf alle Fälle besser händelbar, als wenn ihr versucht, nur einen einzelnen Magneten in die Hand zu nehmen und den dann zu positionieren. Was wir jetzt vorhaben, ist ganz einfach. Wir stecken den Stapel Magnete in das Loch rein, so dass der erste Magnet bündig mit dem Loch ist. Wenn das geschehen ist, ziehen wir den Stapel zur Seite weg und der erste Magnet bleibt bündig im Modell drinne. So der Plan. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich Kleber. Ich nehme mal diesen hier, und zwar den dickflüssigen Kleber. Den benutze ich immer gerne, wenn ich Magnete befestigen möchte. In diesem Fall finde ich ihn tatsächlich besser als flüssigen Kleber. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man alles vollsaut. Nichtsdestotrotz benutze ich hier gleich erstmal ein Stück Zebra, damit man sich nicht zufälligerweise mal eben die Tischplatte versaut. Beim Kleben gehe ich so vor, dass ich einmal um das Loch drumherum klebe, so dass überall Kleber vorhanden ist. Und dann gehe ich an den Magneten bei, den ich festkleben möchte, mache dann auch überall am Rand vom Magneten Kleber dran und auch komplett auf der Rückseite davon. Und wie vorhin schon erwähnt, nehme ich den Stapel Magnete und führe den Magneten ins Loch ein, den ich festkleben möchte. Schaue mir genau an, dass er auch bündig mit dem Modell ist. Wenn das der Fall ist, gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man wartet so lange, bis der Kleber dann fest ist, oder die zweite Möglichkeit, das ist das, was ihr jetzt hier gerade seht, ich beschleunige diesen Prozess und benutze einen Aktivator. Somit wird der Kleber sofort fest und ich kann den Magnetenstapel an der Seite wegziehen. Und übrig bleibt der Magnet, der bündig im Kopf festgeklebt ist. Als nächstes müssen wir uns den Gegenpart jetzt vornehmen. Das ist der Torso. Beim Torso müssen wir ein bisschen anders vorgehen, weil das Loch in so einer Vertiefung drinne ist, und wenn wir mit dem Stapel da arbeiten würden, sehen wir nicht genau, wann der Magnet dann bündig mit dem Modell ist. Aber bevor es soweit ist, müssen wir wie vorhin erstmal mit dem Seitenschneider die übrigen Stützen wegschneiden, und auch in diesem Fall musste ich mit dem Multitool alle überschüssigen Stützen wegschleifen.
Nebenbei musste ich aber auch das Loch noch einen Ticken vergrößern, da der Magnet nicht von vornherein da so reingepasst hat. Was euch gleich auffallen sollte, ist, dass das Loch für den Magneten größer ist als das, was wir am Kopf hatten. Dieses Loch ist 14,5 mm groß. Ich nutze gerne die Fläche, die ich zur Verfügung habe, immer komplett aus. Deshalb habe ich jetzt hier ein größeres Loch gemacht, da ich sowieso hier bei mir die verschiedensten Magnete in den unterschiedlichsten Größen habe. Man hätte aber genauso hier ein 10 mm Magnet einsetzen können. So, und jetzt zu der entscheidenden Frage, wie befestigen wir denn jetzt am Torso den Magneten? Eigentlich ganz simpel, wir verwenden einen Nagel. Ihr habt richtig gehört. Ein Nagel. Wir positionieren den Nagel auf dem Magneten. Logischerweise klebt der Magnet sofort fest. Und da der Kopf vom Nagel kleiner ist als der Durchmesser vom Magnet, können wir genau erkennen, wenn wir den Magneten in das Loch einführen, wann er bündig mit dem Modell ist. Ich glaube, ich muss euch jetzt nicht erklären, wie Magnete funktionieren. Auf alle Fälle testet bitte vorher, welche die richtige Seite ist. Ich zeige euch das gerade, wie ich das immer mache. Ich teste erstmal, welche Seiten sich gegenseitig anziehen und markiere die dann mit einem Stift. Mit einem Filzstift oder mit einem Edding. Das ist euch überlassen. Und dann weiß ich, die Seite mit dem Punkt, die kommt dann nach oben. In diesem Fall positioniere ich dann den Nagel auf den Punkt drauf und dann gehen wir genauso vor wie beim Kopf. In dem Rand vom Loch im Torso machen wir überall Kleber drauf, genauso wie die Unterseite und den Rand vom Magneten, die wir vollflächig bekleben. Dann setzen wir den Magneten ein, bis er bündig im Modell ist und fixieren ihn nochmal mit dem Aktivator, damit der Kleber bombenfest ist. Der aufmerksame Zuschauer sieht, dass hier am Magneten links und rechts Löcher sind. Diese kann man natürlich dicht machen, aber das ist ein Thema für ein anderes Video, was ich euch noch zeigen möchte. Und wie ihr seht, hält der Kopf bombenfest. Wirklich, da müsst ihr schon dran ziehen, damit er überhaupt abgeht. Von alleine passiert das so nicht. Magnete setze ich ja nur bei austauschbaren Teilen ein. Das ist bei der Base hier nicht der Fall. Dementsprechend werde ich dann später die verschiedenen Teile der Base zusammenkleben. Und so einfach switcht der Hulk sein Gesicht. Heute noch modern und morgen Klassik. Die Entscheidung liegt bei dir. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wie immer, bis zum nächsten Mal.